Depression. Wenn wir hören, dass jemand an Depressionen leidet, haben wir oft eine Ahnung, was das bedeutet. Die Person fühlt sich vielleicht hoffnungslos. Sie hat vielleicht das Gefühl, dass ihre Existenz wertlos ist. Sie fühlt sich vielleicht schuldig, obwohl sie kein Verbrechen begangen hat. Nichts, was sie tut, fühlt sich wie eine Errungenschaft an. Sie kann sich verloren fühlen, selbst wenn sie dort ist, wo sie eigentlich sein sollte. Viele Menschen mit Depressionen können in der Nähe eines geliebten Menschen sein, den sie gerne um sich haben möchten und haben dennoch das Gefühl, dass sie eigentlich woanders sein sollten. Viele Menschen mit Depressionen haben das Gefühl, etwas vom Leben zu verpassen, auch wenn sie nicht genau sagen können, was sie vermissen. Neben diesen Erfahrungen mit Depression kann auch die mangelnde Fähigkeit, Linderung zu erfahren, bestehen. Die Depression verschlimmert sich selbst, weil ein Teil des Bewusstseins der Person weiß, dass sie so viele Wege versucht hat, um Erleichterung zu erfahren. So viele Vorschläge von Freunden, Familienmitgliedern und geliebten Menschen, dass das Gefühl des Versagens einsetzt, was die Depression noch verstärkt. Wenn jemand hart daran arbeitet, einen Weg zu finden, die Depression zu ändern, sie zu überwinden, Erleichterung zu finden und nichts davon die Depression lindert, kann die Person das Gefühl haben, die Menschen um sie herum, die sich um sie sorgen, im Stich gelassen zu haben. Sie kann sogar das Gefühl haben, dass sie ihren Psychiater, Berater und/oder eine andere medizinische Fachkraft im Stich gelassen hat. Und dann ist da noch das Wort Depression selbst. Eine Depression zu haben, ist eine Sache. Die Bezeichnung Depression aufgedrückt zu bekommen, kann sich wie ein Fluch anfühlen, denn Depression ist keine körperliche Diagnose für ein physisches Problem, das von einem Arzt festgestellt werden kann. Die Last fällt also auf die Person, die unter Depressionen leidet, denn die Depression ist unerklärlich, sie ist rätselhaft. Das ist der Grund, warum Depressionen so schwierig sind, warum sie sich in den Kern des Herzens und der Seele eines Menschen fressen. Ein Gefühl des Untergangs, ein ständiges Gefühl der Unzufriedenheit, ein Gefühl der Angst, der Schuld und Scham. All das vermischt sich und wird zu einem einzigen großen Gefühl, und dieses Gefühl kann nur mit diesem Phantomwort beschrieben werden, das jeder benutzt: Depression. Mehr als ein Geisteszustand. Genau wie bei Angststörungen hat jeder Depressive ein anderes Gefühl, eine andere Empfindung, die mit einhergeht. Es ist auch leicht, das Wort depressiv salopp zu verwenden, wenn man nicht ernsthaft an einer Depression leidet. Es ist ein Wort, das sich Menschen aneignen, die zu bestimmten Zeiten ihres Lebens sehr leicht depressiv sind, was für sich genommen schon schwierig ist. Dann gibt es die Erfahrung von jemandem, der aufgrund einer Depression emotional schwer erkrankt ist. Diese Bandbreite der Erscheinungsformen von Depressionen sorgt bei den Gesundheitsbehörden für Verwirrung. Depressionen sind nicht ein Geisteszustand, in dem sich jemand absichtlich selbst aufhält. Doch bis heute halten viele eben dies für eine Depression. Das ist ein weiterer Grund, warum es so schwer ist, mit dieser Krankheit zu leben. Depressionen werden manchmal immer noch als ein Bewusstseinszustand angesehen, in dem sich jemand entscheidet zu bleiben, vielleicht sogar, um andere in seinem Umfeld zu manipulieren, zum Beispiel Familienmitglieder, Freunde und Angehörige. Wenn Depression in Verbindung mit anderen psychischen Erkrankungen auftritt, wird die Depression in der Regel von den Menschen und Fachleuten im Umfeld der betroffenen Person ernster genommen. Wenn die Depression nicht mit anderen psychischen Störungen einhergeht und es sich um eine eigenständige Depression handelt, ist es am schwierigsten, ernst genommen zu werden, insbesondere wenn die Depression schwerwiegend ist. Menschen, die an Depressionen leiden, wissen, dass sie eine Depression haben. Eine Depression wird von einer Person sofort verstanden.
auch wenn das Warum oder Wie der Depression rätselhaft sein mag und die Depression für eine Person schwer zu beschreiben ist, so ist es unverkennbar. Sie weiß, wie sich eine Depression anfühlt, und sie weiß, dass dieses Gefühl real ist. Das mangelnde Verständnis für Depressionen in der restlichen Welt zeigt sich in den gemischten Botschaften, die es über Depressionen gibt. Einerseits zögert man oft, Depressionen ernst zu nehmen. Andererseits ist es üblich zu sagen, wenn Sie unter Depressionen leiden, können das Ihre Symptome sein und nehmen Sie dieses Medikament. Häufig werden Antidepressiva verschrieben, auch wenn man nicht an einer Depression leidet. Menschen mit Depressionen werden verzweifelt. Wenn sie sich in einer Phase befinden, in der sie um Erleichterung kämpfen und versuchen, aus der Depression herauszukommen, werden sie alles versuchen. Manchmal wird die Depression dann so schwer, dass sie ihren Willen zu kämpfen verlieren und nicht einmal mehr den Wunsch nach einer Behandlung verspüren. Daran lässt sich oft erkennen, ob es sich um eine leichte oder schwerwiegende Depression handelt. Bei einer leichten Depression kämpft die Person wie ein Fisch, den man gerade aus dem Wasser gezogen hat. Jemand mit einer schweren Depression hingegen wird zu einem Fisch, der geschwächt auf dem Steg liegt und nach Luft schnappt, weil er keinen Kampfgeist mehr verspürt. Ein unbenennbares Wissen. Der beste Weg, Depressionen zu verstehen, ist zu wissen, dass etwas anderes im Kopf eines Menschen Platz einnimmt. Irgendetwas ist dem Gehirn, dem Bewusstsein, dem Unterbewusstsein, dem Verstand eines Menschen im Weg. Wenn der ursprüngliche Grund für die Depression einer Person teilweise identifizierbar ist, zum Beispiel wenn es in ihrem Leben eine sehr große Enttäuschung gegeben hat, einen schweren Verlust oder eine extrem schwierige Situation, dann nimmt dieses Ereignis Platz in ihrem Bewusstsein ein. Dann gibt es Depressionen, die man nicht zuordnen kann. Wenn sich Depressionen und tiefe Traurigkeit einschleichen, ohne dass wir die Ursache dafür erkennen können, haben wir es mit einer äußeren Quelle zu tun, die nicht im Körper sein sollte und den Körper und das Gehirn bewohnt. Der Betroffene weiß nicht einmal, dass etwas in sein Gehirn eingedrungen ist, geschweige denn, was in sein Gehirn eingedrungen ist. Ohne die Ursache benennen zu können, erleben sie eine Sabotage des Gehirns. Wenn deine Depression direkt nach einer Kontamination oder nachdem du Toxinen ausgesetzt warst, auftritt und du dir dieser Kontamination oder Giftbelastung sehr bewusst bist, sodass du die Punkte schnell in Verbindung bringst, hast du etwas, woran du dich festhalten kannst, während du mit dieser Depression kämpfst. Du kannst dich dann darauf berufen, ich glaube, es lag an den Toxinen, denen ich ausgesetzt wurde. Eine Antwort darauf zu haben, wann die Depression begonnen hat, kann jemandem, der unter Depressionen leidet, sehr helfen. Das ist allerdings selten der Fall, und selbst wenn jemand anfangs den Verdacht hat, dass seine Depression nach einer Giftbelastung oder Verseuchung aufgetreten ist, kann er das mit der Zeit leicht vergessen, denn eine Depression kann wie ein riesiges, dunkles Loch werden, aus dem man nur schwer wieder herausklettern kann, wenn mehr und mehr Zeit vergeht, sich Zweifel einstellen und man das Vertrauen in sein Gedächtnis verliert. Depressionen sind kein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn, wie es in der medizinischen Welt genannt wird. Depression ist nicht, dass jemand das Leben meidet, faul ist, Verantwortung ignoriert oder sich vor der Welt versteckt, wie man uns manchmal glauben machen möchte. Und Depression ist auch nicht, dass jemand das Leben aufgibt, weil er schwach ist, wie uns die Gesellschaft oft weismachen will. Jemand, der an einer Depression leidet, beschreibt oft einen Zustand der Gefühllosigkeit, in dem er überhaupt keine Gefühle mehr hat und dem es egal ist, ob die Welt morgen untergeht. Das bedeutet nicht, dass diese Person herzlos oder seelenlos ist. Menschen, die an Depressionen leiden,
sind weit davon entfernt. Machtvolle Seelenerkennung. Der größte Grund, warum Depressionen für so viele Menschen zu den schwersten Leiden gehören, ist, dass die Seele involviert ist. Der Ort, an dem fremde Verunreinigungen oder Giftbelastungen landen, im Inneren des Gehirns, ist genau der Ort, an dem auch unsere Seele liegt. Menschen, die an Depressionen leiden, sind das Gegenteil von seelenlos. Stattdessen sind sie in diesem Moment ihres Lebens mehr in Kontakt mit ihrer eigenen Seele als viele andere, die nicht unter Depressionen leiden. Menschen mit Depressionen sind seelisch sensibel geworden. Das ist eine Stärke, keine Schwäche. Depression tritt auf, wenn die Seele erkennt, dass etwas nicht stimmt. In den anhaltenden Fällen von Depression erkennt die Seele einen fremden Körper, einen Eindringling, eine fremde Substanz, die denselben Ort bewohnt, an dem die Seele lebt. Depression ist eine Form der missverstandenen Erleuchtung, dass etwas im Körper nicht stimmt. Es ist nicht die Schuld der Person. Dieses Etwas sollte sich niemals im Körper befinden. Die Seele sagt, der Tempel hat einen Eindringling. Die Seele eines Menschen, der an Depressionen leidet, sagt ihm, dass es ein Problem gibt und dass ein Reinigungsprozess stattfinden muss. Die Seele sendet Signale und Warnzeichen an das Unterbewusstsein und das Bewusstsein. Da uns nicht gezeigt wird, wie wir diese Zeichen und Signale der Verunreinigung und Giftbelastung deuten sollen, wissen wir nicht, was los ist. Traumatischer Verlust, traumatischer Stress und Nebennierenstress. Nachdem wir durch einen emotionalen Konflikt, eine emotionale Verletzung oder ein Trauma eine hohe Adrenalinausschüttung erlebt haben, wird sich die Seele der Adrenalinausschüttung übermäßig bewusst, selbst wenn es sich dabei um die Art von Kampf- oder Fluchtadrenalin handelt, das durch den täglichen Koffeinkonsum künstlich erzeugt wird. Das Gehirn setzt nun jedes Maß an Kampf- oder Fluchtadrenalin mit einem Trauma in Verbindung. Nach dem Verlust oder der Notlage muss der Mensch, auch wenn das schwere Trauma vorbei ist, immer noch durch das Auf und Ab des Lebens gehen, was bedeutet, dass Kampf- oder Fluchtzustände häufig auftreten, einschließlich koffeinbedingter Kampf- oder Fluchtzustände. Die Seele assoziiert nun jede Kampf- oder Fluchtadrenalinausschüttung, auch wenn sie noch so gering ausfällt, mit vergangenen Schwierigkeiten auf dem höchsten Niveau. Dies geschieht selbst dann, wenn jemand nicht aktiv an das ursprüngliche Trauma denkt, weil die Seele mit dem Unterbewusstsein verbunden ist. Das ist Seelensensibilität bei der Arbeit und sie ist eine Stärke. Deine Seele erkennt Traurigkeit aufgrund überlasteter Nebennieren und/oder deine Seele erkennt eine Adrenalinsättigung in den Gehirnzellen. Das heißt, deine Seele erkennt ein sich abmühendes Gehirn, das versucht, ständige Adrenalinschübe zu überwinden. Wenn eine Depression zum Zeitpunkt eines emotionalen Schocks beginnt und sich dann auf schwerwiegende Weise fortsetzt, ist diese ernsthafte Fortsetzung ein Zeichen dafür, dass es eine andere Quelle gibt, die für die Depression verantwortlich ist. Entweder löste die emotionale Verletzung eine andere der folgenden Ursachen aus, die für die Depression verantwortlich sind, oder die emotionale Verletzung trat zur gleichen Zeit wie eine dieser zusätzlichen Belastungen auf. Pathogene Präsenz. Viele Menschen erleben Depressionen als Folge davon, dass die Seele einen Krankheitserreger im Körper entdeckt. Zum Beispiel erzeugen Viren, die in den Körper eindringen, Giftstoffe, die in das Gehirn eindringen und Entzündungen fördern können. Die Seele erkennt und spürt diese Gehirn- und Nervenentzündungen. Hier ein weiterer Grund, warum man durch Krankheitserreger Depressionen bekommen kann. Wenn ein Krankheitserreger von Mensch zu Mensch übertragen wird, kann er Informationen von Mensch zu Mensch weitergeben.
Wenn du dich mit einem Krankheitserreger, zum Beispiel einem Virus, ansteckst, könnte dieser Erreger bereits in vielen anderen Menschen gelebt haben, bevor er in dich eingedrungen ist. Der Erreger kann über viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte von vielen Menschen weitergegeben worden sein. Auf seinem Weg sammelte der Erreger Informationen über die Kämpfe oder Verluste anderer Menschen, einschließlich emotionaler Erfahrungen. Ein Virus zeichnet den emotionalen Zustand von jemandem auf, der seine Nebennieren anregt. Wenn jemand, der vor dir einen Virus hatte, sei es die Person, die ihn auf dich übertragen hat, oder eine andere Person, die den Virus vor dir hatte, aus irgendeinem Grund an Depressionen litt, bringt der Virus diese Informationen mit. Das Virus nimmt im Grunde die Energie eines jeden Menschen an, so etwas wie einen Abdruck. Eine sensible Seele kann einen Erreger aufspüren, der Energie und Frequenzen ausstrahlt, die 30, 50, 80, manchmal sogar 100 Jahre zurückreichen. Einige dieser Krankheitserreger können sehr alt sein. Nicht jeder Seele ist es möglich, dies zu spüren. Bei vielen Menschen, die an Depressionen leiden, kann die Seele dies jedoch. Eine empfindsame Seele kann die Kampf- oder Fluchtumgebung spüren, in der ein Erreger bei früheren Individuen gelebt hat, und eine empfindsame Seele kann die Energie dieser Erreger und sogar etwas ihrer Geschichte lesen. Toxische Schwermetalle und toxische Chemikalien. Toxische Schwermetalle haben selbst in ihrer kleinsten Partikelform ein hohes Gewicht, was bedeutet, dass sie das Gehirngewebe schwer belasten. Manche Menschen sind extrem empfindlich im Gehirn. Das bedeutet nicht, dass sie schwach sind. Keineswegs. Es bedeutet nur, dass ein fremder Eindringling wie ein giftiges Schwermetall, das sich im Gehirn befindet, von der Seele stärker wahrgenommen werden kann. Toxische Schwermetalle schließen auch das elektrische Netz im Gehirn kurz, wenn auch nicht auf einem spürbaren Niveau. Die Seelen mancher Menschen können erkennen, dass im elektrischen Netz des Gehirns etwas nicht richtig funktioniert, und diese Erkennung kann sich als Depression äußern. Bei manchen Menschen weiß die Seele sogar, wie diese Metalle ins Gehirn gelangt sind. Die Seele kann die Ankunft von toxischen Schwermetallen durch pharmazeutische Verletzungen erkennen, egal ob in der Kindheit oder im Erwachsenenalter. Die Seele spürt auch den Preis an Menschenleben, den der Abbau von Metallen in einigen der gefährlichsten Minen der Welt gefordert hat, zurückreichend bis zum Abbau von Quecksilber und anderen Metallen vor Jahrhunderten. Diese Metalle wurden von Generation zu Generation durch Giftbelastung weitergegeben. Wenn Schwermetalle, fremde Eindringlinge, die in irgendeiner Epoche abgebaut wurden, im Gehirn festsitzen, kann eine sehr empfindsame Seele das Leiden und die verlorenen Leben in der Geschichte der Metallindustrie wahrnehmen. Wenn sich Gifte wie Pestizide, Lösungsmittel, Duftstoffe, Reinigungschemikalien und hirnverräterische Lebensmittelchemikalien im Gehirn befinden, kann eine sensible Seele auch erkennen, dass diese Gifte in die Gehirnzellen eindringen und dort verbleiben. Manchmal sind giftige Schwermetalle und/oder giftige Chemikalien schon die ganze Zeit im Gehirn vorhanden, ohne dass eine Depression auftritt. Dann kommt es zu einem emotionalen Trauma, das der Gehirnverräter dazu bringt, eine schwere Depression hervorzubringen. Wie funktioniert das? Zum einen führt der Adrenalinstoß, der mit einem Trauma einhergeht, zu einem stark sauren Zustand im Gehirn, was bedeutet, dass die Metalle schneller korrodieren. Gleichzeitig werden erhebliche Mengen an Nährstoffen und anderen Gehirnbestandteilen benötigt, um emotionale Turbulenzen durchzustehen. Früher war ein starkes Gehirn mit allen notwendigen Vorräten in der Lage, Probleme wie giftige Schwermetalle zu überwinden. Ein Trauma kann diese Reserven an Nährstoffen, phytochemischen Verbindungen und Gehirnhormonen schnell aufbrauchen und zu einem Defizit im Gehirn führen. Wenn das Gehirn durch Übersäuerung und Mangelerscheinungen geschwächt wird, können Probleme und Verunreinigungen, die bereits im Gehirn vorhanden waren, zum Vorschein kommen.
Defizite. Auch ohne ein emotionales Trauma, das unsere Reserven aufbraucht, kann es zu Defiziten im Gehirn kommen, über die du in Kapitel 7 dein ausgebranntes, defizitäres Gehirn ausführlich lesen kannst. Menschen, die mit Depressionen kämpfen, haben oft das Gefühl, dass ihnen etwas fehlt, dass ihnen etwas entgeht, dass ihnen ein Teil von sich selbst fehlt. Sie empfinden vielleicht Leere und Unzufriedenheit. Das ist in der Tat die Seele, die feststellt, dass etwas im Gehirn fehlt. Die Seele stellt einen Mangel an kritischen Gehirnbestandteilen wie Elektrolyten fest. Hol dir dein Gehirn zurück. Wenn jemand an einer Depression leidet, vor allem wenn es sich um eine leichte Depression handelt und er seinen Kampfgeist noch nicht verloren hat, sucht er oft nach Möglichkeiten, die Depression zu überwinden, indem er seine Stimmung aufhält. Sie versuchen, ihr Leben weiterzuleben, für sich selbst zu sorgen und sich glücklich zu machen. Sie werden Fahrrad fahren, Zeit mit Freunden verbringen, mit einem Berater sprechen, Urlaub machen, sich von der Arbeit freistellen lassen, wenn sie können. Sie werden sich Ratschläge anhören. Warum tust du nicht das hier? Warum gehst du nicht hierhin? Mach eine Pause, nimm ein Sabbatjahr, suche nach dir selbst. Die Leute fangen an, ihre Seele zu erforschen, suchen nach etwas, denken, sie müssten etwas finden. In Wirklichkeit versuchen sie, ihre Seele zu heilen, weil ihre Seele ein physisches Problem im Gehirn entdeckt. Jetzt, da du weißt, was die physischen Probleme im Gehirn sein könnten, kannst du deiner Seele auf andere Weise helfen. Du kannst die Adrenalinsättigung, die Giftbelastungen, die Verunreinigungen und Defizite direkt angehen und dabei das Gefühl der Ganzheit finden, das dir gefehlt hat. Wenn deine Depression dich über den Punkt des Kämpfens hinausgeführt hat, wenn sie ernsthaft und langfristig ist und dich an einen Punkt gebracht hat, an dem du das Gefühl hast, dass es keinen Ausweg mehr gibt, dann hast du jetzt gesehen, dass es eine ganz neue Art gibt, über das, was du durchgemacht hast, nachzudenken. Du kannst dich wieder mit deiner Seele verbinden, dich wieder wie du selbst fühlen, dich selbst finden, indem du dich um die körperlichen Bedürfnisse deines Gehirns kümmerst. So holst du dir deinen Kampfgeist zurück. Für spezifische Unterstützung bei Depressionen, die über das hinausgeht, was in Teil 6, dein Gehirn zurückholen, angeboten wird, lies bitte das Protokoll über Depressionen, das Protokoll über unerklärliche chronische Schuldgefühle und/oder das Protokoll über Winterdepression, SAD, in Heile dein Gehirn, das Praxisprogramm.